Heute geht es für uns nach Tassur. Wir haben uns einen Nachtbus gemietet. Das heißt, wie der Name auch sagt, der Bus fährt Nacht. In der Zeit können wir so gesagt schlafen und man kann sich das wie so ein Kapselhotel vorstellen, dass jeder ein eigenes Bett hat oder teilweise Doppelbetten bekommt. Dann so einen Vorhang zuschließen und dann schläft man einfach drin. Also man kann sich wirklich komplett ausbreiten. Wir persönlich sind noch nie mit einem Nachtbus gefahren, aber haben von Freunden und Bekannten mal davon gehört und die hatten bisher ganz gute Erfahrungen gehabt und wir sind jetzt auch gespannt, wie es sein wird. Genau, der Vorteil ist halt, dass wir dadurch eine Nacht sparen werden. Und ja, man fährt abends los und kommt halt an. Genau. Geplant ist es, dass wir 5 Uhr morgens ankommen und wenn wir Glück haben, sehen wir noch den Sonnenaufgang. Ich habe mich jetzt für eine Kabine entschieden, zwar für eine obere, man kann die hier zumachen und hat dann so gesagt, einen abgeschlossenen Raum. Die ist eigentlich auch sehr geräumig, also ich kann mich hier komplett hinlegen, aber ich bin auch nicht besonders groß, ich bin 1,65 und komme mit meinen Füßen direkt runter. Wir müssen noch mal schauen, wie es bei Sü ist, er holt nämlich gerade Wasser. Wir haben hier einen Monitor, hier ein paar Schalter mit Licht ein und aus, Sleep-Modus und LCD für den Fernseher vermutlich. Dann kann man hier noch sein Handy aufladen, Kopfhörer anschließen. Es gibt hier eine Fernbedienung für verschiedene Positionen. Man kann sich hier auch anschnallen, wenn man Angst hat, dass man rausfällt. Dann kann man hier einmal das Rollo runterfahren, damit es dunkler ist. Ansonsten könnte man auch einfach die Fahrt hier genießen. Man hat hier 2 Kissen und eine Bettdecke. Es ist definitiv nicht so bequem wie im Bett. Aber es ist ja auch im Bus und kein Bett. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, hier zu schlafen, weil es macht schon einen Unterschied, wenn man sich komplett hinlegen kann und nicht nur im Sitzen stundenlang fährt, vor allem wenn man über Nacht fährt. Ja, sie ist wieder da. Er hat sich das Bett gegenüber geschnappt, also auf eine obere Etage. Unten gibt es nämlich auch ein Bett. Leg dich mal komplett hin, weil ich komme mit meinen Füßen genau vorne hin und ich bin nur 1,63. Sü ist 1,70. Und für oben kommst du mit dem Kopf oben an die Wand. Nee, ich habe hier noch ein bisschen Platz. Auch noch Platz? Auf Füße kommst du auch hin, ne? Aber ich denke, wenn man größer als 1,75 ist, ist es schwierig, ne? Ja. Europäer ist schwierig. Ich würde sagen, bis 1,75 ist das Bett okay. Der Fahrer hat an sich zu uns gesagt, dass es möglich ist, auch hier zu zweit zu liegen, weil hier sind auch 2 Kissen. Aber um ehrlich zu sein, finde ich zu zweit ein bisschen eng. Hier ist gerade losgefahren und wir haben zum Glück auch die Klimaanlage gemacht. Das ist viel, viel angenehmer. Ich habe auch herausgefunden, dass das hier keine Fernbedienung ist, um die Position umzustellen, sondern man kann hier einen Massagemodus machen und dann die gute Liege einfach. Auch nice. Aber ich glaube, ich brauche das erstmal nicht, aber gut zu wissen. Hier habe ich übrigens noch ein WLAN-Passwort gefunden. Ich habe das schon probiert, hat nicht funktioniert. Probiere ich später nochmal. Morgen ist es gerade 5:30 Uhr ungefähr hier. Und der Fahrer hat gerade alle geweckt, weil wir schon längst da sind. Wir stehen auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, insgesamt sind wir 2 oder 3 Mal angehalten. Und jedes Mal haben sie die Klima ausgemacht. Und dann war es immer so heiß und jetzt ist es wieder so heiß. Ich bin total verschwitzt. Ich stehe auch gleich auf, ich muss kurz ein bisschen wach werden. Insgesamt so ein Fazit würde ich sagen, ich habe so medium geschlafen. Also es wackelt schon sehr, sehr. Man kann schon schlafen, aber man schläft nicht durch. Es ist gerade 6 Uhr morgens, die Sonne geht langsam auf. Für heute haben wir uns auch einen Fahrer gebucht, der kostet insgesamt 700.000 Dong. Der fährt uns heute den ganzen Tag rum zu den verschiedenen Spots und zeigt uns, was es in Tassur zu sehen gibt. Der erste Spot wird das sogenannte Dinosaurierrücken sein. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Und hier seht ihr auch schon die Wolken. Es sieht ziemlich krass aus. Wenn wir ganz leise sind, hören wir hier auch noch Vögel zwitschern. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gehört habt. Wir sind jetzt nach 40 Minuten angekommen. Der Weg war wirklich sehr holprig. Ich bin froh, dass ich nicht selber gefahren bin. Man sieht, es sieht so krass aus. Ich zeige euch mal noch gleich die Sonne. Schaut euch das mal an. Es sieht so krass hier aus. jeden Fall, wenn ihr herkommt, muss ihr relativ früh kommen. Am besten auch so ungefähr um 5 Uhr morgens. Gegen Mittag werden hier wahrscheinlich keine Sorgen mehr sein. Wir sind jetzt hier im März da. Wenn ihr im Oktober kommt, wird die Sonne dann auf der anderen Seite stehen. Also das ist nochmal ein bisschen schöner.
Wir sind gerade beim Café Chiang Mai und unser Fahrer hat uns diesen Spot empfohlen, weil die Aussicht hier mega schön ist. Und könnt ihr schon mal selber eure Meinung bilden. Wie findet ihr das? Ich finde, das sieht richtig krass aus. Also ich muss sagen, sowohl mit als auch ohne Wolken sieht die Stadt einfach unglaublich schön aus. Es ist so cool, dass man das in Vietnam noch so authentisch das noch miterleben kann. Das sieht richtig cool aus. Vor allem, so weit war es jetzt nicht von Hanoi entfernt und trotzdem hat man so viel Natur vor Ort. Also wir holen uns jetzt gleich einen Kaffee, setzen uns ein bisschen hin, genießen die Landschaft und dann schauen wir mal, wo es weiterhin geht. Wir sind jetzt bei Tham Nguyen angekommen, das ist unser nächster Spot. Und der Eintritt hat uns 30 pro Person. Das ist ein bisschen mehr als 1 Euro nur. Und dafür hat man halt eine mega Aussicht, kann sich noch reinsetzen und Essen bestellen, aber das kostet natürlich extra. Ja, die Aussicht sieht auf jeden Fall mega gut aus. Findest du sie? Die ist wirklich wunderschön, die zeigen wir euch auf jeden Fall gleich. Wir machen gerade eine Mittagspause. Unser Guide macht ebenso eine Mittagspause da hinten. Wir haben uns beide Braten Reis bestellt. Es gab, glaube ich, noch Pizza, Würstchen und Braten Kartoffeln. Da hat mich Braten Reis am meisten angesprochen. Ich muss sagen, ich bin auch richtig müde von der prallen Sonne und von der Hitze. Es sind zwar nur 20 Grad oder 23 Grad, aber irgendwie knallt das hier so krass. Es fühlt sich viel, viel wärmer an. 23 Grad in Hanoi fühlt sich an wie 15 Grad in Deutschland und 20 Grad hier fühlt sich an wie 35 Grad. Jedenfalls, wir lassen uns jetzt schmecken und genießen ebenso die Aussicht. Wir haben jetzt aufgegessen. Das Essen war sehr gut. Wir haben dafür jeweils 59.000 bezahlt. Zum Glück ist unser Fahrer jetzt nun auch aufgewacht. Deshalb machen wir gleich los zum nächsten Spot. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen und der heißt Okay, gut. und das heißt so viel wie Lonely Tree oder einsamer Baum, sag ich mal. Genau. Und wie der Name sagt, ist die Besonderheit hieran, dass auf dem Berg hier, auf dieser kompletten Fläche, nur ein einzelner Baum steht, beziehungsweise genau 2 Bäume stehen. Und zwar einmal hier hinten steht der eine Baum und der andere Baum steht hier. Von hier oben hat man eine sehr, sehr schöne Aussicht über die Landschaft, was mega gut aussieht. Und man muss halt nur bedenken, dass wenn man wieder zur Mittagssonne kommt, dass es halt mega heiß ist, weil es halt nichts zu verdecken gibt, außer hier. Wir haben jetzt so eine kleine Hütte gefunden, die ein bisschen Schatten bietet. Aber sonst ist hier wirklich komplette Full-Sonne. Das heißt, besser zur frühen Stunde oder zur späten Nachmittagsstunde kommen, damit es nicht zu heiß ist. Aber die Aussicht sieht mega schön aus. Und übrigens, ein Eintritt kostet 10.000 Dong pro Person. Findest du, das hat sich gelohnt? Ja, für 10.000 kann man das machen, oder? Also das ist nicht viel. Ich meine, wenn man extra eine Stunde her braucht, eher nicht. Ja. Aber die 3 Stops, die sind alle relativ nah aneinander. Und wir mussten immer ungefähr 5 bis 10 Minuten fahren. Finde ich, sollte man sich schon anschauen. Als kleiner Tipp vielleicht, also direkt hier bei dem Lonely Tree ist ein Café. Das kann ich auch empfehlen, falls man nicht hier hoch will, weil die Aussicht ist fast gleich. Beim Lonely Tree bist du noch ein bisschen höher vom Berg her, aber von der Aussicht her ist es ähnlich. Aber beim Café kannst du dich halt noch hinsetzen und noch was trinken, was es dann ein bisschen angenehmer macht. Oh, die Sonne geht gerade ein bisschen weg. Das ist ein bisschen angenehmer jetzt. Das heißt, wir können uns das jetzt mal genauer anschauen. Das ist übrigens die Aussicht, die man von diesem Baum bekommt. Also wie ihr seht, hier ist halt wirklich nur Fläche, ein einzelner Baum und dann diese View. Also sie sieht schon sehr, sehr schön aus. Genau, wir werden erstmal ein bisschen Fotos machen. Danach geht es zurück ins Hotel. Das Stop wäre Panorama Café. Da schauen wir uns, Den Sonnenuntergang an. genau, da schauen Genau. wir uns gemeinsam den Sonnenuntergang an. You breeze in the morning. Every step is so golden. Oh yeah. Breathing slowly. I never thought you would open up for me. Wir stehen jetzt vor dem letzten Spot, das Panorama Café. Ja, also beziehungsweise hier sind viele Cafés. Eins davon heißt Panorama Café. Und von hier aus hat man halt einen schönen Blick über die Natur. Es gibt ja sehr, sehr viele Cafés, die nebeneinander sind und man kann sich einfach einen Spot aussuchen, um etwas zu trinken, Fotos zu machen, zu entspannen. Genau. Ist einfach nur eine Frage, welches Café man nimmt. Genau. Aber Hier an ist sich, zum Beispiel eins. Ja. Wir gehen mal ein bisschen weiter. an sich hat man überall eine schöne Aussicht. Hier ist das Panorama Café. Ich kann euch mal einen schönen Fotospot zeigen. Das war hier drüben. Dort kann man sich anstellen und schöne Fotos machen. Gestern saßen wir auch hier unten. War auch mega schön. Aber wo sitzen wir heute? Ich hätte jetzt gesagt, entweder das Café hier Oder das wo da wir gestern drüben, waren, ne? oder das da drüben, genau. Okay. Also hier ist ein bisschen ruhiger, aber hier waren die Mitarbeiter sehr, sehr nett gestern. Also mega freundlich. Drüben sah es jetzt relativ voll aus. Das Genau. Licht ist sehr ähnlich, deshalb ist wirklich die Qual der Wahl, wo du dich hinsetzt.
Wir haben uns jetzt doch für das Café von gestern entschieden, weil Freundlichkeit zahlt sich aus. Ich habe mich jetzt für einen Qingda entschieden, also eine Limettenlimonade. Ich habe einen ganz normalen Ingwertee und wir haben auch 10% Rabatt bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch Ich habe nicht. uns gefragt, warum. Ja. Aber einfach, danke. Ja, Vielleicht, weil wir gestern schon da waren. Ja. Und übrigens, das Café heißt Mioi. Also, falls ihr hier seid, können wir empfehlen. Die sind sehr nett hier. Wir sind jetzt wieder zurück und haben uns gerade von unserem Guide verabschiedet. Ja. Die Sonne ist jetzt untergegangen, wie ihr sehen könnt. Es ist abends geworden und wir haben Hunger bekommen. Deshalb schauen wir gerade, was wir essen können. Auf was hast du Lust? Grill wollten wir. Also hier gibt es nicht so viele Restaurants. Es gibt halt diese Basic-Sachen wie Pho und sowas. Ansonsten gibt es hier sehr viel Low, also Hotpot und Barbecue-Grill. Was hier sehr berühmt ist, schwarzes Hähnchen. Wir hatten das einmal probiert in Mokcho. Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Unterschied geschmeckt. Aber vielleicht schmeckt es hier ja besser. Mal schauen, vielleicht finden wir einen guten Laden dafür. Wir schauen jetzt ein bisschen die Straße entlang. Wie gesagt, hier sind nicht so viele Restaurants. 4 Restaurants vielleicht. Und da gucken wir mal. Ich bin mega satt. Also, ich bin noch gemeckert, dass es viel zu wenig war. Wir haben uns dann noch eine Portion, also was heißt eine Portion? Es war schon eine große Schüssel Reis bestellt und dann Pommes und ich war so satt am Ende. Aber es war sehr lecker. Ich fand es auch sehr gut. Laufen jetzt nach Hause die 3 Minuten und dann gehen wir, denke ich, auch schlafen direkt, um morgen dann 6 Uhr stehen wir wieder auf. um den Sonnenaufgang und dieses Wolkenmeer wieder das letzte Mal anzuschauen, bevor wir dann abreisen. Dann, falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like und ein Abo freuen, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja.